Mein Name ist Jörg Steiner, ich bin gelernter Theatertechniker und meine beiden einzigen erworbenen Titel sind die Bühnenmeisterprüfung und Beleuchtungsmeisterprüfung. (1981) suchte man für die große Preußen-Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, die eben nicht mehr hingestellt und hingehängt nur sein sollte, sondern inszeniert, Theatertechniker, die das dann auch verwirklichen können, dieses neue Konzept. Und so ist es gekommen, dass ich dann im Theater auch nicht mehr so glücklich die Chance hatte, Produktionsleiter der Preußen-Ausstellung zu werden. In den Museen haben davor eher die Restauratoren auf der einen Seite oder die Hausmeister Ausstellung gemacht, aber nicht speziell Museumstechniker. Und dadurch hat sich eine völlig neue Ausrichtung, berufliche Ausrichtung gefunden, eben Design, Ausstellungsgestaltung, das dann eine wichtige Rolle spielte, bis heute noch, und Architektur, was dann später auch noch dazu kam. Und dadurch habe ich auch dann eine Firma gegründet, Museumstechnik GmbH, die es heute noch gibt, und aus der heraus dann auch die System 180 GmbH. Es hat sich dann ergeben, dass ich immer größere Ausstellungen machen konnte und eben ganz speziell solche an Special Locations wie den Gasometer Oberhausen. Und durch diese Design-Aufträge haben sich dann oft Architekturaufträge ergeben. So waren wir dann also Architekt für die Umnutzung des Gasometer Oberhausens, der vorher eben ein Gasbehälter war und dann durch unsere Aktivität zu einem Veranstaltungsraum geworden ist. Viele Projekte in Nordrhein-Westfalen vor allem, da kann man jetzt noch speziell die Kokerei Zollverein herausheben, sind aus diesem Geist entstanden, der auch von dem damaligen Leiter der IBA Emscher Park, also von Karl Ganser, geprägten Satz, die kalte Ausstellung gefolgt ist, wo der also sagte, jetzt hört auf, diese Industriedenkmäler immer zu ertüchtigen nach den Regeln von Wärmedämmung und all diese Sachen, sondern benutzt sie halt wie ein Schwimmbad oder so, nur saisonal. Wir kreieren faktisch etwas Neues, also die kalte Ausstellung. Das war Gansers Idee, dem wir dann gefolgt sind, beispielsweise dann auch in der Kokerei Zollverein, in der Mischanlage dort, ein Gebäude aus den 50er Jahren, von dem dann später gesagt wurde, es ist 30, 40 Jahre lang falsch benutzt worden, nämlich als Kohlebunker, und dann hat es seine endgültige, richtige Funktion bekommen. Als 1998 das Lehrgebiet für Ausstellungs- und Messedesign an der Bergischen Universität Wuppertal ausgeschrieben war, dachte ich, du versuchst es mal, obwohl mir ja die Meriten, die man sich normalerweise durch ein Studium oder gar durch eine Promotion erarbeitet, fehlten. Und zufälligerweise habe ich fast das Gefühl, wurde ich das dann auch. Und dann wurde ich 2000 eben an die Universität berufen und habe dort dieses Lehrgebiet fast wieder neu aufbauen müssen. Ich hatte dann 15 Jahre Zeit, mit den Studierenden sowohl die Grundkenntnisse durch verschiedene Lehreinheiten wie Licht oder wie textiles Design zu erarbeiten und dann im Hauptstudium, später war das dann für den Bachelor, Entwürfe auszugeben, die die Studierenden mit zum Teil erstaunlich guten Ergebnissen bewerkstelligt haben. Manchmal gibt es im Leben auch Zufälle. Ich fing 2010 an, mich für Vertikalpanoramen zu interessieren, die ich am Anfang vor allem in sakralen Räumen machte. Und dann kam ein Jahr später die Möglichkeit, die Ausstellung über den Naumburger Meister in Naumburg zu machen, und darauf folgten dann noch 6 weitere Ausstellungen in diesem Kontext. Mich interessierten also im sakralen Bereich
schon primär die Architektur, das muss ich zugeben. Das war meine Idee, die Vereinigung von Tragwerk, von Kuppeln und von Glasmalerei in einem Bild zu erfassen. Vielleicht ein Problem meines Lebens ist schon, dass ich mich eigentlich nie entscheiden konnte, in eine Spezialisierung reinzugehen. Also neben dem Stahlrohr habe ich eben auch sehr viel Beleuchtung gemacht, Innenarchitektur, Ausstellungsdesign und Architektur. Und jedes Mal, wenn die Idee war, man sollte vielleicht sich doch auf eine Sache konzentrieren, ging es dann doch wieder in eine andere Richtung, weil ich dann ja hätte anderes lassen müssen. Und Licht liebe ich, Lichtgestaltung und aber auch Produkte für Lichtgestaltung, also Leuchten mit anderen Worten, aber eben auch Ausstellungen sowieso, weil mir bei Ausstellungen so gefällt, dieses Zusammenwirken von Inhalt und Form. Man lernt auch unglaublich viel dabei. Also ich habe ja faktisch durch das Ausstellungsmachen meine Allgemeinbildung etwas verspätet gewonnen. Und Architektur hat mich immer schon als Kind begeistert. Insofern ist es dann, ja, ich weiß gar nicht, wie man das positiv formuliert. Ich habe einfach so vieles gemacht und bin eigentlich immer noch darauf aus, die unterschiedlichsten Projekte zu machen. 1981, auch im Martin-Gropius-Bau, habe ich dann das System 180, wie es später genannt wurde, entwickelt, wie man das in dem Regal, was hinter mir ist, sehen kann. Handwerklich ist es nicht die allererste Sahne, aber die Idee war ganz gut und hat sich dann verselbstständigt, kann man fast sagen, indem ich zu den Mitstreitern dann nach der Preußen-Ausstellung sagte, wir müssen alles aus System 180 bauen, was man aus System 180 bauen kann. Das ist manchmal sehr, sehr intensiv gemacht worden in den verschiedensten Projekten, im Möbeldesign, in der Ausstellungsgestaltung, in der Architektur. Wir versuchen jetzt wieder etwas back to the roots, auch wieder Home-Produkte oder wieder Architekturprojekte mit aufzunehmen. Der Name System 180 leitete sich ab von einer Idee sozusagen, von der ich meinte, sie wäre wirklich bahnbrechend, dass 18 cm, also 180 mm, eigentlich ein vertikales Maß sind, so wie das Le Corbusier probiert hat oder auch Neufert mit ihren Regularien. Und zwar 18 cm ist das ideale Stufenmaß, das doppelte, 36 cm, ist für Regale genau das Richtige, damit ein Ordner reinpasst. Das Vierfache, 72 cm, ist ideal für die Tischhöhe und 90 cm und 108 cm sind je nach Absturzhöhe die richtigen Geländerhöhen. Damals am Anfang musste man wollte man normieren, damit man sozusagen auf den Baukasten zurückgreifen kann. Und heute spielt es letztlich keine Rolle mehr, weil jedes Maß auf ein Zehntel Millimeter genau herzustellen ist. Ich selber bin im operativen Geschäft von System 180 nicht beteiligt, habe aber noch Anteile und bekomme sogar eine, zwar sehr geringe, aber dennoch eine Umsatzbeteiligung. Die Arbeit des IDZ habe ich eigentlich seit 40 Jahren verfolgt. Ab und an hatte ich ein Gespräch mit François Burkhardt, der da ja lange tätig war, und habe mich, sagen wir mal, nicht so gefühlt, dass ich da Mitglied sein könnte. Und vor einigen Jahren meinte ich dann doch, es ist falsch, wenn man so viel in Berlin gerade macht im Bereich Design, wenn man da nicht Mitglied wäre, und habe dann um die Aufnahme gebeten, die mir dann auch gewährt wurde.
Fasziniert hat mich eine Veranstaltung im Kraftwerk Mitte in Berlin von der Gruppe um Christoph Bauder, Dark Matter nennen die sich, glaube ich, wo Licht, Laser, ist ja auch eine Form von Licht, und Kinetik zusammen mit Sound wirken. Und es gibt auch in Rummelsburg eine Dauerausstellung, die ich noch nicht gesehen habe. Das empfehle ich sehr und vielleicht treffen wir uns ja dann in Rummelsburg.